Hallo liebe Hausbauhelden, ich freue mich sehr, dass wir euch heute wieder eine moderne Villa mit Flachdach zeigen können, nach der viele von euch schon oft gefragt haben. Und zwar das Musterhaus-Core von Lux Haus in der Ausstellung Eigenheim und Garten in Bad Vilbel bei Frankfurt. Wir schauen uns heute an, wie anspruchsvolle Architektur und intelligente Haustechnik hohen Wohnkomfort schaffen können und wie ein individuell geplantes Architektenhaus in Holzfertigbauweise umgesetzt werden kann. Wir sind heute wieder architektonisch anspruchsvoller unterwegs. Die Kubatur wird gebildet von zwei übereinander liegenden Riegeln, die so eine kreuzförmige Struktur ergeben. Deshalb ist es auch ein bisschen schwierig mit den Außenmaßen. Wir haben hier eine Vorderfront von 16,80 Meter. Der obere Riegel ist tatsächlich 19 Meter lang und hier vorne 7,10 Meter breit. Und der kragt aus. Und zwar hier vorne 3,50 Meter, hinten 3 Meter. Das Ganze hat große Vorteile, weil es entstehen eben geschützte Außenräume, die man auch nutzen kann, ohne dass man irgendwelche Markisen oder Vordächer ansetzen muss. Der untere Riegel ist sehr, sehr offen gestaltet, öffnet sich zur Natur mit wirklich raumhohen Festverglasungen und auch wirklich echten Glasecken, wie man da vorne sehen kann. Also die Ecke auf Ecke, Glas auf Glas laufen. Und das Obergeschoss ist eher geschlossen gestaltet mit so einem Riegel, wo eben die Rückzugs- und Schlafräume drin liegen. Und da haben wir so ein durchgehendes Fensterband, eine Festverglasung. Das hat natürlich für die Räume im Obergeschoss so ein paar Konsequenzen, die wir uns dann innen anschauen. Aber von außen sieht es natürlich total edel aus, weil man da eine sehr schlichte und schlanke Ansicht ohne Öffnungsflügel hinkriegt. Hier stehen wir jetzt schon auf diesem überdachten Eingangsbereich oder in dieser überdachten Terrasse. Das gibt natürlich auch Schutz für diese großen Glasflächen, denn das ist die Südfassade und klar ist auch, es ist ein individuell als Musterhaus geplantes Haus. Man würde natürlich jetzt in echt vielleicht nicht die Haustür nach Süden und hier die Terrasse daneben, aber der Hersteller plant sowieso ganz individuell und das kann man natürlich dann auch anders machen. Wir haben hier ein bekiestes Flachdach mit einer umlaufenden Attika. Dahinter verschwindet eben auch sehr schön diese aufgeständerte Photovoltaikanlage mit 9,6 Kilowatt Peak Leistung. Im Haus gibt es einen passenden Batteriespeicher dazu mit 12 Kilowattstunden Speicherkapazität. Und wir sehen auf dem Dach auch so eine ganz große Dachverglasung mit außenliegender Beschattung. Was sich dahinter verbirgt für den Innenraum, das schauen wir uns natürlich gleich an. Jetzt bleiben wir noch kurz beim Außenraum. Wir haben hier diese Terrasse, die sehr schön mit Muschelkalk belegt ist, mit so kupferfarbenen Einschlüssen. Das schafft dann die Verbindung zu diesen ganzen Beeteinfassungen. Hier auch dieser Sitzbank, Kortenstahl, sodass das Ganze hier wirklich aus einem Guss sehr edel gestaltet ist. Wir haben hier einen Anbau, der nochmal etwa 5,50 Meter mal 8,50 Meter hat. Das wäre also der Platz für eine Garage. Hier ist auch schon mal so ein Tor drin und die Wallbox fürs Elektroauto. Im Musterhaus liegen dahinter Büros, aber das wäre sozusagen der Platz für den Garagenanbau. Sehr schön ist, dass man hier den trockenen Übergang von der Garage ins Haus hat durch diesen L-förmigen Bügel, der eben auch beleuchtet ist. Und dann hat man hier schon dieses ganz wohnliche Holz, nämlich diese Haustür in Eiche querfurniert mit diesen Alunox-Einlegearbeiten. Das ist immer so ein bisschen Edelstahloptik, ist aber so eluxiertes Aluminiumblech. Das Haus hat 213 Quadratmeter Wohnfläche und wie die aufgeteilt sind, das schauen wir uns jetzt mal an.
hat jetzt hier eine Größe von 9,5 Quadratmetern. Die lichte Raumhöhe ist hier etwas erhöht auf 2,65 Meter. Vom Materialkonzept hat man hier das Thema rohe Materialien, maskuliner Stil gewählt. Man sieht es teilweise schon hier auf dem Fußboden. Da hat man so ein unglasiertes Feinsteinzeug, 80 x 80 mit so einer ganz rauen Betonoptikoberfläche. Sehr praktisch, übrigens nicht nur im Musterhaus. Diese Aussparung mit dem eingelebten Teppich kann ich nur empfehlen. Was man hier auch schon sieht, es sind hier überall so Alu-Fußleisten zum Einsatz gekommen. Hier hinter liegt jetzt das Beraterbüro. Das wäre jetzt die Garage. Kann man natürlich auch mit so einer großen Festverglasung machen, wenn man sein Auto gerne sieht. Wir machen hier mal kurz die Tür auf. Wir haben hier etwa 10,5 Quadratmeter Beraterbüro und hier ist der Boden jetzt so ein geschliffener Sichtestrich. Zu dem Bodenbelag, den haben wir später nochmal irgendwo, sage ich euch auch gleich noch was. 10 Quadratmeter reicht natürlich noch nicht für die Garage. Hier wurde noch ein zweiter Raum abgetrennt. Das sind nochmal etwa 9,5 Quadratmeter. Auch hier nochmal ein kleiner Besprechungsraum. Wäre dann natürlich in der Originalhausnutzung der Platz fürs Auto. Hier haben wir jetzt gegenüber gleich die offene integrierte Garderobe. Das finde ich immer ganz schön, wenn das schon mit so einer Nische abgetrennt ist. Man hat hier diese eingelassenen LED-Bänder, die sehen wir hier auch öfter, die auch die Farbe wechseln können. Das zeige ich euch nachher im Wohnbereich. Hier sieht man mal gerade den Verteiler für die Fußbodenheizung. Der muss ja irgendwo untergebracht werden und frei zugänglich sein. Da könnte man natürlich jetzt eine Bank, irgendein Garderobenmöbel davor stellen, was man leicht wegkriegt. Dann würde das auch optisch gar nicht stören. Und an der Rückwand haben wir hier, das ist übrigens eine Tapete mit so einer alten Fliese drauf. Hier direkt hinter mir gucken wir jetzt auch gleich noch ins Gäste-WC. Der Raum ist 2,6 Quadratmeter groß, ist jetzt tatsächlich nur ein WC, also ohne Dusche. Und hier hat man eine sehr edle Ausstattung gewählt, hat diesen Säulenwaschtisch, auch mal einen ganz besonderen Wasserhahn. Das ist jetzt für mich wieder so ein Musterhaus-Gag, wo das Wasser so von unten hochkommt. Man sieht natürlich dann hier überall schon die Kalkränder, aber ist natürlich eine ganz nette Sache. Hier haben wir jetzt an der Rückwand so eine Nische mit dem Spiegel, auch wieder mit der Einbau-LED, und da ist jetzt das Parkett hochgezogen, das wir auch im Wohnbereich gleich sehen. Das ist eine Eiche, tabakgrau, stark strukturiert, gebürstet. Das ist also ziemlich wasserunempfindlich, wenn jetzt hier mal was spritzt, und finde ich eine sehr schöne Idee. Auch, dass das dann hier in einer Höhe rumgezogen ist mit der Vorwandinstallation, und man sieht dann schon hier an der Wand ist jetzt zur Bodenfliese die passende Dekorfliese mit so einem eingelassenen Ornament. Und auch ansonsten hier eine sehr hochwertige Ausstattung. Weiter geht es hier ins Herzstück des Hauses. Das ist die etwa 47,5 Quadratmeter große Wohnküche. Und als allererstes fällt natürlich ins Auge diese offene Galerie, dieser Lichtraum nach oben. Dieser Ausschnitt hat jetzt eine Größe von 3 Meter mal 3,50 Meter. Man hat hier eine Raumhöhe von bis zu 6,70 Meter und die Decke von dieser Galerie ist jetzt komplett verglast, sodass da ganz viel Licht reinkommt. Natürlich braucht man da eine außenliegende Beschattung, die man da auch vorfahren kann. Es gibt da oben auch ein elektrisch betriebenes Dachflächenfenster, das ich eben öffnen kann, um da mal einen Hitzestau rauszulassen, wenn es einen gibt. Und es sind sogar nochmal LED-Lichter hier seitlich eingelassen. Also wir haben hier ganz, ganz viel Licht, und Tageslicht war auch ein wichtiges Stichwort bei der Planung des Hauses. Das sieht man auch an diesen riesigen Scheiben hinter mir. Ich selber finde das ja immer toll, wenn man das wirklich hinkriegt, dass das raumhohe Glasscheiben sind, und in diesem Fall ist es eben so, dass die Lasten dann abgefahren werden über diese Stahlstützen, und in diesem Fall ist es so, dass das sogar eine elektrische Schiebetür ist, die man komplett auffahren kann. Ich zeige euch das nachher noch kurz. Das ist natürlich ein Detail, das dann wahnsinnig schön aussieht und unheimlich viel Geld kostet. Da zahlt ihr mehrere 10.000 Euro für, aber das nur mal so am Rande. Wir haben ja jetzt hier im Wohnbereich auch nochmal diese raumhohe Verglasung, und tatsächlich, das sehen wir hier auch an mehreren Stellen, so eine echte Glasecke.
Da ist die Stütze dann davor gestellt, die die Lasten abfängt, und hier ist diese verklebte Glasecke. Das sieht natürlich auch unheimlich schick aus, ist aber auch was euch mehrere tausend Euro extra kostet, und ihr habt natürlich noch die Lamellenjalousien, die hier laufen, dann nur mit der Seilschiene geführt. Wenn ihr da eine richtige Ecke habt, könnt ihr da auch so eine Lamellenjalousie in so Schienen runterlaufen lassen. Das ist natürlich auch wesentlich windstabiler. Was wir jetzt hier sehen, ist der gemütliche hintere Teil, der abgetrennte Wohnbereich. Das wäre natürlich der Platz für den Fernseher. Auch hier übrigens wieder eine Tapete, die so ein bisschen in Felloptik ist. Das sieht wirklich ganz interessant aus. Und hier kann man sich eben aussuchen, wie rum sitzt man, mit Blick nach draußen oder mit Blick zum Fernseher. Deshalb auch hier gleich diese Sofalandschaft mit 2 Richtungen. Auch hier hat man jetzt wieder so ein eingelassenes LED-Band. Man sieht übrigens hier in der Decke auch mal die Multiroom-Musikanlage und die Zuluft von der kontrollierten Lüftungsanlage. Zur Technik sage ich euch später noch was. Und an diesem Schalter hier kann man auch schon sehen, das sind ja diese Touch-Schalter, dass es ein Smart Home ist. Man kann jetzt hier verschiedene Szenen, die hinterlegt sind, abrufen in der Mitte, kann dann verschiedene Lichtfarben oder an und aus eben über diesen Schalter regeln. Hier kann man dann die Jalousien hoch und runter fahren, und auf der anderen Seite liegt normalerweise die Musikanlage. Das heißt, wenn ich jetzt hier unten auf die Ecke klicke, laufen dann hier auch schon die Lamellenjalousien runter. Die Verschattung ist natürlich sehr, sehr wichtig bei so großen Glasflächen, und wir haben ja schon gelernt, die Lamellenjalousien, die sich dann auch einstellen lassen, ermöglichen eben eine Verschattung und gleichzeitig auch, wenn man das möchte, man kann die eben stellen, wie man will, einen Ausblick nach draußen. Dieser separate Wohnbereich hinter mir sind nochmal 21,3 Quadratmeter, und man sieht hier auch ganz gut, dass dieses Graubraun von den Fenstern und den Stahlprofilen, das ist dieser RAL-Farbton 8019, viel, viel besser zu diesem warmen Einrichtungsstil mit Naturtönen passt, als wenn das jetzt dieses Anthrazit wäre. Hier hat man nochmal dieses rohe Materialkonzept, das ist wohl venezianisches Altholz, Leder, auch dieser Teppich so ein bisschen im Vintage-Stil. Und was natürlich nicht Vintage, sondern ganz modern ist das Smart Home System. Wir haben hier wieder so ein serverbasiertes System mit einem eigenen Miniserver drin, wo die Daten also sicher im Haus liegen können. Man braucht nicht unbedingt eine Anbindung ans Internet, und eingebunden werden kann eben tatsächlich wirklich alles, also Beleuchtung, Alarmfunktion, die Audiomusikanlage, die Beschattung, die Zutrittskontrolle, aber auch die ganze Heizung und das Energiemanagement, sodass das wirklich ganz selbstständig agieren kann. Also die Heizung weiß, was die Beschattung tut, und das Ganze hilft beim Energiesparen. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch nochmal die große Schiebetür zeige, wie die aufgeht. Das geht hier nämlich auch mit einem Klick. Das ist halt toll, dass man das dann so ganz öffnen kann, auch diese durchlaufende Deckenuntersicht nach draußen, dass man bei der überdachten Terrasse dann keine Markisen oder Ähnliches braucht. Hier hinter mir offen angeschlossen ist jetzt die Küche, auch das sehr edel. Man hat diesen massiven Küchenblock, der ist tatsächlich aus echtem Schiefer. Das ist Naturstein, ganz dünn, 1,5 mm aufgebracht auf eine MDF-Platte. Der wirkt jetzt sehr leicht durch diesen Einschnitt und die Unterleuchtung da nochmal. Hier oben drauf hat man jetzt eine Keramikarbeitsplatte. Von den Maßen sind das hier 2,70 Meter mal 1,30 Meter. Man hat also hier schon eine Menge Arbeitsfläche, und auch natürlich hier wieder das Kochfeld, das eingelassen ist in die Platte mit dem Abzug nach unten. Hier möchte man jetzt wirklich keinen Dunstabzug hängen haben. Was ich mir hier vorstellen könnte, statt dieser sehr dekorativen Leuchte, wäre natürlich, hier bräuchte man mehr Licht auf jeden Fall zum Arbeiten auf der Arbeitsfläche. Ansonsten, wenn ihr mal hier rumkommt, sieht man jetzt, dass das alles sehr edel gemacht ist, auch mit elektrischen Ein- und Auszügen, die man eben nur aufmacht und dann wieder reinschieben kann. Hier sind die Knöpfe alle eingefräst in den Naturstein. Hier hat man dann die Geschirrspülmaschine, die man eben auch nur so antippen muss, dass sie aufgeht, und hier dann praktischerweise auch mit dem Knie zu bedienen, das Mülltrennsystem unter der Spüle.
Jetzt fragt ihr euch, wo sind die ganzen Küchengeräte? Die verbergen sich in diesem Schrank. Wenn das so offen ist, muss man die natürlich irgendwo verstecken können. Diese Fronten sind übrigens Bronze, also echtes Metall, gespachtelt. Das ist natürlich auch sehr edel. Und damit diese Türen jetzt hier nicht im Weg rumstehen, kann man die da reinfahren, was natürlich wirklich schlau ist. Dann kann ich hier auf die ganzen Küchengeräte zugreifen und die Türen stören mich nicht. Hier dahinter ist dann der Kühlschrank, die Kühl-Gefrier-Kombination, auch sehr edel. Und wenn ich das alles nicht brauche, mache ich es eben wieder zu und dann habe ich hier wirklich den sehr wohnlichen Charakter. Bei so einer offenen Küche braucht man natürlich auch irgendwo noch mal eine kleine Schmutzküche, wie man immer so schön sagt, oder Speisekammer. Das wäre jetzt hier dahinter. Die Schmutzküche ist jetzt hier nur 3 Quadratmeter groß, würde ich in der Praxis etwas größer planen. Wenn man sowas machen will, dann kriegt man da auch mehr unter. Hier ist jetzt eine Küchenzeile mit Ausguss drin. Man könnte ja auch die Spülmaschine noch hier hinstellen, dann hört man die nicht, wenn man die da im offenen Raum laufen hat, und man würde Vorräte mehr unterbringen. Hier hinter mir ist jetzt die Tür zum Technikraum, der ist nur 6,2 Quadratmeter groß, so viel Platz braucht man da auch nicht. Wir haben eine komplett außen aufgestellte Luftwasser-Wärmepumpe mit Kühlfunktion. Was man da hinter mir sieht, ist der 300 Liter Warmwasserspeicher, und ansonsten ist da eben alles drin, was man noch für die Lüftungstechnik braucht, also die kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung. Auch über die kann man übrigens einen Kühleffekt erzeugen, und es gibt noch eine Befeuchtungsanlage. Ob man das in der Praxis braucht, darüber kann man sicher diskutieren. Die Lüftungsanlage an sich braucht man hier natürlich schon, weil es ja oben Räume gibt, die nur eine Festverglasung haben. Das schauen wir uns gleich an. Aber der Hersteller baut auch ohne Lüftungsanlage für Leute, die das wollen. Und das funktioniert unter anderem auch wegen des Wandaufbaus, der jetzt hier im Büro steht und den wir uns jetzt auch noch kurz anschauen. Dieses kleine Büro oder auch Gästezimmer hat jetzt knapp 12 Quadratmeter, sehr schön. Auch hier wieder die über Eck laufende Festverglasung. Man hat jetzt hier eine Brüstungshöhe von 65 cm. Muss man natürlich von der Möblierung, wenn man jetzt hier ein Bett reinstellt, ein bisschen gucken. Und hier haben wir jetzt gerade den Wandaufbau, den ich eben erwähnt habe. Also der Hersteller bietet so eine diffusionsoffene Wand, wo man hier eben ein Wärmedämmverbundsystem auf Holzfaserbasis hat, eine Mineralwolle und hier eben auch standardmäßig so eine Installationsebene, die nicht nur in der Wand, sondern auch in der Decke drin ist, sodass man eben solche Einbauleuchten auch ganz einfach überall platzieren kann. Es gibt hier ein besonderes Geheimnis. Es ist nämlich eine vollflächig verklebte Wand, was diese USB-Platte angeht. Und deshalb sagt der Hersteller, gibt es bei ihm auch keine Setzungsrisse. Und deshalb kann man zum Beispiel hier auch so eine Oberfläche machen, Q3 verspachtelt gestrichen, ohne Malervlies oder Tapete oder irgendwas drunter. Also das heißt, von der Wandoberfläche sehr schön und einfach dann herzustellen. Hier hinter mir ist jetzt noch mal so eine kleine Abstellkammer, wo man im Musterhaus zum Zeigen mal den Batteriespeicher mit 12 Kilowattstunden Kapazität und den Wechselrichter untergebracht hat. Und auf dem Boden hat man jetzt hier wieder diesen geschliffenen Sichtestrich, den ich euch ja vorne schon mal gezeigt habe, der übrigens nicht ganz so pflegeleicht und unempfindlich ist, wie man vielleicht meint. Sehr unempfindlich ist natürlich diese massive Sichtbetontreppe hier hinter mir. Die ist 1,20 breit, ist also sehr angenehm zu begehen, auch wenn man mal Gegenverkehr hat. Schön ist hier diese Glasabtrennung aus 2 Scheiben Sicherheitsglas, raumhoch, sehr edel. Man darf natürlich nicht empfindlich sein, was Fingerabdrücke angeht, aber man sieht so eben auch diese doppelt abgetreppte Sichtbetontreppe sehr gut, dass man also unten nicht die Schräge hat, sondern dass eben sehr edel ist und von beiden Seiten schön anzusehen. Jetzt gehen wir mal da hoch. Man sieht schon, hier gibt es dieses mitlaufende Geländer aus Edelstahl. Auch die Beleuchtung ist hier eingefräst. Stichwort Installationsebene. Und jetzt schauen wir mal, wie es oben aussieht. You couldn't be honest. You couldn't be honest. You couldn't be honest.
jetzt hier hochkommt auf die Galerie, läuft man wirklich ins Licht. Hier oben ist eine femininere Gestaltungsnote als Ansatz gewählt worden. Man hat jetzt hier ein weiß lasiertes Eicheparkett, das auch noch sehr gut aussieht. Das Haus steht ja schon seit 2018. Von der lichten Raumhöhe hat man jetzt hier im Obergeschoss 2,60 Meter, also 5 Zentimeter weniger als im Erdgeschoss. Und was sehr schön ist, dass man hier jetzt Licht von allen Seiten hat. Diese große Hebeschiebetür führt auf die Terrasse, die nochmal etwa 21 Quadratmeter groß ist. Die liegt auf dem Wohnbereich unten. Und ich finde es toll, dass die hier für alle zugänglich ist und nicht nur einem Zimmer zugeordnet. Vom Raumkonzept haben wir hier oben 2 gleich große Kinderzimmer und ein Kinderbad. Und da schauen wir jetzt als erstes mal rein. Das Kinderbad ist 5,6 Quadratmeter groß und im skandinavischen Stil gestaltet. Hier treffen verschiedene Grautöne auf ein strahlendes Himmelblau. Hier hat man jetzt auch mal ein Fenster, das zu öffnen ist, was im Bad natürlich absolut sinnvoll ist. Hier diese Installationsvorwand in einer Höhe von 1,20, sodass man da auch sehr gut was abstellen kann. Und diese sehr besonderen Fliesen in 3 Farben, die hier so diese Sechseckfliesen, die hier so schön überlaufen in diese Bodenfliesen. Auch das natürlich ein Wahnsinnsaufwand, aber ein sehr schöner Gag. Hinter mir dann die bodengleich geflieste Dusche mit der Ablaufrinne, mit der Glasabtrennung. Hier ist überall genug Platz. Das funktioniert also auf jeden Fall für die Kinder und die haben hier wirklich ihr eigenes Reich. Direkt hier nebenan liegt das erste Kinderzimmer, das genau wie das zweite auch 16 Quadratmeter groß ist. Und hier sieht man jetzt dieses durchlaufende, fest verglaste Fensterband in voller Schönheit. Ganz wichtig ist natürlich, dass man hier die 60 cm Tiefe gelassen hat, um hier auch einen vernünftigen Schrank stellen zu können. Hier hat man jetzt eine Brüstungshöhe von 86 cm. Da das ja wirklich als umlaufendes Band gestaltet ist, hat man natürlich jetzt auch hier logischerweise diese verklebte Ganzglasecke mit der Stütze. Und hier ist es tatsächlich so gemacht, dass das Band ja von außen durchläuft und man hier, wenn man da guckt, also wirklich das Fenster verschwinden sieht hier um die Ecke. Auch hier sieht man jetzt zu diesem hellen Parkett passt sehr schön diese gebürstete Alufußleiste. Schön auch, dass hier die Steckdosen im passenden Dessin gewählt wurden. Und hier nochmal dieser Schalter, der übrigens auch so eine Nachtlichtfunktion hat. Ich weiß nicht, ob ihr es jetzt sehen könnt. Auch diese stumpf einschlagenden Türen, wo man die Bänder nicht sieht und die so eckig gestaltet sind, sind natürlich eine Sonderausstattung. Und jetzt schauen wir mal hier über den Flur gleich ins zweite Kinderzimmer. Das zweite Kinderzimmer liegt jetzt hier, ist ebenfalls 16 Quadratmeter groß. Hier hat man jetzt nur noch ein durchlaufendes Fensterband. Das sind jetzt hier wirklich 4,40 Meter mal 1,55 Meter. Da kommt also wahnsinnig viel Licht rein. Sieht natürlich schick aus, ohne Rahmen. Ich würde euch nicht empfehlen, ein Schlaf- oder Kinderzimmer ohne Öffnungsflügel zu machen. Also das ließe sich hier schon integrieren, dass man da auch einen Fensterflügel hat, den man dann aufmachen kann. So oder so ist das natürlich eine sehr hochpreisige Lösung. Man sieht jetzt hier natürlich, dass hier die Zuluft von der Lüftungsanlage ist. Das wäre jetzt an der Stelle hier. Und ich habe ja eben was zum Thema Kühlung gesagt. Im Sommer läuft die dann tagsüber auf Minimalbetrieb und nachts, wenn die Luft abgekühlt ist, kommt eben automatisch auch viel frische Luft in den Raum. Hier schräg gegenüber liegt ein sehr kleiner, aber sehr wichtiger Raum, wie ich finde. Wir haben nämlich hier einen 2,7 Quadratmeter großen Hauswirtschaftsraum mit Anschlüssen für Waschmaschine und Trockner. Die passen hier genau rein, sodass man die Wäsche also hier oben machen kann und hier oben zusammenlegen kann, direkt wo sie anfällt. Und hinter dieser Tür liegt jetzt der 41,5 Quadratmeter große Elternbereich mit Bad, separatem WC, Ankleide und Schlafraum. Und da schauen wir jetzt mal rein.
Schlafbereich über das 15 Quadratmeter große Bad, das offen an Ankleide- und Schlafbereich angeschlossen ist. Deshalb ist es natürlich sinnvoll, dass es hier ein kleines separates WC gibt mit 2,6 Quadratmetern und natürlich auch mit einem Fenster, das sich öffnen lässt. Hier im Hauptbad hat man sich bemüht, den Stil eines alten venezianischen Palazzo modern zu interpretieren. Man hat so warme Vanilletöne, Fliesen so ein bisschen im shabby Schick. Man hat hier wieder dieses Feinsteinzeug 80 x 80, wo dieses Zementfliesenmuster so ein bisschen drin ist. Und an der Rückwand sieht man schon hier wahnsinnigen Luxus. Das sind so Fliesen, tatsächlich hochglanzpoliert in Natursteinoptik, so ein bisschen Marmor oder Onyxgold soll das sein. Und man kann jetzt schon sehen, diese Fliesen sind hier wirklich 1,50 Meter breit und raumhoch, das heißt bis zu 2,60 Meter hoch. Diese Bank ist übrigens elektrisch beheizbar und ist total schön warm, so als Hammamstein, angenehm zum drauf sitzen, ist hier in die Dusche reingezogen, sodass man eben auch hier mal sitzen oder einen Fuß hochstellen kann. Sehr angenehm, wenn das warm ist. Und die Dusche ist tatsächlich 1,20 breit und hier der Spritzschutz 1,80 lang, sodass das sehr gut funktioniert. Das Putzen von diesen Glasscheiben ist immer so ein Thema, wo man sich natürlich überlegen muss, aber hier wirkt es sehr großzügig und offen. Diese große freistehende Wanne ist natürlich dann schön, die hat dann schon so ein bisschen den Bezug zum Elternschlafzimmer. Vor dieser großen Festverglasung ist natürlich wieder die Frage, je nachdem was da draußen ist, ob das Sinn macht oder nicht. Man kann natürlich auch hier oben die Lamellenjalousien runterfahren. Vorteil ist, man kann eben auch rausgucken, wenn die runtergefahren sind, aber auch wenn man sie zumacht, kriegt man es nicht komplett dunkel. Das müsstet ihr wissen für den Elternbereich. Wenn ihr gerne dunkel schlaft, braucht ihr oben natürlich Rollläden. Hier vor dieser Trennwand ist dann Platz für den Doppelwaschtisch. Hier hat man jetzt sehr schön auch wieder die Wandnische, wo hinter dem Spiegel eben Stauraum ist. Hier könnte noch ein bisschen mehr Licht sein, dass man sich hier auch schminken kann. Und natürlich auch gerne 2 Doppelsteckdosen, damit auf jeder Seite genug Stromanschlussmöglichkeiten sind. Hier um die Ecke geht es jetzt offen weiter in die Ankleide, die 9,7 Quadratmeter groß ist. Sehr schön finde ich, dass dieser Raum jetzt hier ein Fenster mit einer hohen Brüstung hat, 1,35. Hier ist jetzt auch eine Festverglasung drin. Könnte man sich überlegen, hier einen Öffnungsflügel reinzubauen. Dann könnte man nämlich hier auch mal ein bisschen lüften, wenn man jetzt wirklich im Schlafbereich diese durchlaufende Festverglasung haben wollen würde. Ansonsten ist das hier sehr edel gestaltet, sehr wohnlich mit dieser dunklen Tapete. Man hat Platz für einen Spiegel, man hat hier wirklich zweizeilig Platz für Schränke. Kann man natürlich auch geschlossene Schränke einbauen. Also alles richtig gemacht hier. Hier um die Ecke schließt sich dann jetzt offen der Schlafbereich mit 14 Quadratmetern an. Ein schönes kleines Detail, was ich hier sehe, ist der Materialübergang zwischen Teppich und Parkett. Ich sage ja immer, guckt, wie die Hersteller das lösen. Ein weiteres Detail ist hier natürlich die aufgehängten Nachttischlampen. Da müsst ihr immer dran denken in der Planung, dass ihr dann den Lichtauslass da oben in der Decke und eben auch an der richtigen Stelle plant. Ganz feminin vom Charakter ist hier diese Kirschblütentapete und großen Bezug zur Natur hat man natürlich auch durch diese riesengroße Übereck-Festverglasung. Wie gesagt, mit den Lamellenjalousien kann man es nicht verdunkeln, aber wer gerne offen schläft, kann hier morgens wach werden mit Blick ins Grüne und ins Sonnenlicht und das ist eigentlich wunderschön. Jetzt haben wir alle Räume von diesem sehr individuellen Architektenhaus gesehen. Ich bemühe mich auch wieder um eine Preisinfo vom Haushersteller, die ich euch unten in die Description packe, ebenso wie die Grundrisse. Wenn ihr euch das Haus selber mal anschauen wollt, es steht als Musterhaus in der Ausstellung Eigenheim und Garten in Bad Vilbel bei Frankfurt, ist in der Regel geöffnet mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr. Und wenn ihr noch mehr Videos von uns anschauen wollt, dann abonniert doch einfach unseren Kanal. Am besten mit Glocke, denn dann verpasst ihr auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.